I'm in a train. And you know what? There's nobody in this train. I'm the only one. I have to tell you, there's nobody in this train. This train is for me also. I'm not the only one. There is another guy. You think that this train is for you, but this train is for me too. Are you from Greece? I'm living in Madrid. What are you doing? I'm an actor. I'm going to Germany. Do you know that there is the anti-globalization event in Heiligendamm? Have you heard about it? No. You know there is the G8, Yes. the J8, the 8 power countries of the world. They have a meeting. Excuse me, I'm sorry for interruption. May I ask your name, sir? My name is Carlos. Carlos, nice to meet you. Me too. I'm going to give you a big script to produce a movie. Oh my God. We're here? No. By just touching my hand to you. Yeah, My hands has a lot of powers. yeah, It's a full of powers. yeah. I will never use this for my personal reason. Okay. But you have to promise me What? you will use everything what I give you. Joel, warst du schon mal auf einer großen Demo? Nö, Überhaupt schon mal auf einer Demo gewesen? nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Jetzt habt ihr euch echt eine coole Premiere ausgesucht, ey. Ja, wenn schon, nicht so lohnt. همه با قطار میان هاپ کنن برید. Das Lustige ist, die meisten Leute, die sich so aufregen über Kameras, sind die, die gar nichts machen. Aber die gehen dann wieder anders um. Dann geht man hin und sagt, hey, könnt ihr mal bitte aufhören oder schneid das mal raus und ich will nicht und so. Aber die so aggro sind, keine Ahnung. Hey Thomas, grüß dich. Du, ich bin jetzt hier, wir kommen gerade in die S-Bahn-Haltestelle ein. Wir sind noch nicht am Hauptbahnhof. Ey, ey! Vielleicht den hier? Ja, komm, mal hier vorne. Über die Tage halt immer, wenn Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, aber dieses hier ist polizeiliches Sperrgebiet. Und wir Innerhalb im Umkreis von 10 Metern um den Polizeiwagen. Und wir möchten alle nicht autorisierten Personen bitten, sich auf die Demoroute zurückzuziehen. Damit Es klang jetzt auf der Skala erstmal interessant. Kein Bock auf den Shit, warte auf den letzten Tag. Ihr habt noch nie recht gehabt. Ich schau in den Himmel und warte, bis es Steine regnet. Tschüss, oh, ich muss leider weg. Kein Bock auf euren Shit. Absage, Alter, auch vielleicht das nächste Mal. Ich seh hinter Plexiglas, ich schau für die Eier auf. Die deutsche Jugend ist berühmt und auf Fliehen hier gebracht. Ey, cool, oder? Ich hoffe, kommt das klar. Ein wenn wir nicht gerecht sind. Wie soll sie bloß die Wahrheit sehen? Unsere Herzen, die sind blind. Erwachsen sein als stehen bleiben, deshalb bin ich Kind. Hab keine Angst. Militarisieren die Friede für die Neuaufteilung der Märkte. Die Demos werden für mich und die Regierung. Na? Ich bin sehr müde. Nicht mal 4 Stunden geschlafen.
Wo sind das in deiner Family? Family weiß ich noch nicht. Also Hamid streut rum, Papa streut mit seinen Genossen rum. Wir sagen Nein zu einer Weltwirtschaftsordnung, die immer mehr Krieg zum Mittel der Politik gemacht hat. Wir sagen Nein und die Welt schaut zu. Und heute sind wir stark. Unsere Stimme kann nicht überhört werden. Ich saß im Café, da flogen die Steine durch. Die Leute haben sich hinter Tischen versteckt. Und ich stehe hier ohne Kameramann. Sind wir eine Kasperbude oder ein Fernsehsender? Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es nur mit Cretins zu tun. Ja, holen, schickt mir einen Praktikanten vorbei, ist mir völlig egal. Telefoniert euch die Finger wund und das schnell. TNC TV? Allerdings bin ich das. Emil Schuh. Tachchen. Beppo. Beppo. Schön Beppo. Wird ja auch Zeit, ne? Also nur um hier mal den Rahmen kurz zu skizzieren, um was es hier geht, ja? Was ich haben will, sind gute Bilder. Und ansonsten einfach machen, was ich sage, dann wird das alles schon gut, ne? Gut, mein Junge, dann lass uns mal ran. 62.765. 62.765? Haben Sie die alle gezählt? Ja. Ein bisschen grinsen und lächeln kann man doch. Ja. Solange hier alles friedlich ist, lächeln wir. Ja? Ja. Hört auf! Natürlich hört es nicht auf. Hier ist Carlos von Sons-Unique aus Lausanne. Bonsoir Rostock. Bonsoir l'Allemagne. Ça va? Ok. J'espère que ça va chauffer. Dans la mêlée, trop de despotes, souverains de tous ces despotes qui nous balancent des trucs genre c'est de votre faute, c'est tout part en live. Comme si on avait décidé de bouffer leur cadavre, c'est nous qui sommes au train. Ce sont eux qui jouent les braves, nous sommes des petits bras. Mais le cœur est là, et le jour où ça plombera, certains des nôtres seront intransigeants. Besoin d'un espace de justice où nos cicatrices s'effacent. On n'est pas des gosses à qui on vend des glaces. Dans nos mains, les traces d'une vie à piller la Chine. On garde le sourire, ils nous prennent pour des machines. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus ça? Nous aurons toujours moins, nous serons toujours plus. Alors je lève le bras pour ceux qui ont su lever la tête. Et s'il le faut, je serre les poings car j'ai déjà payé ma dette. A better world, a better world. We deserve a better world, a better world, a better world. We deserve a better world. Dankeschön! Dankeschön, Leute. Habt noch Spaß heute. Haut euch nicht. Vielen herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist, was für uns gespielt hast. Ein großer Schritt für eine bessere Welt. Danke dir. Tschüss. Well, first of all, I'm not a movie star. And second, I don't think there is only hippies in this camp. There are people who are interested in changing the world. Kommt mit uns, kommt mit uns!
Ich fordere die Polizei nochmal dringend auf, zieht euch zurück. Aller Trouble hier hat nur mit eurer Anwesenheit zu tun. Geht runter von dieser Straße, dann ist auch Schluss. Guck mal, diese reinrennen, Alter, Hauptsache umhauen, weißt du? Guck mal, Hauptsache umhauen, Alter. Wir sprechen beieinander zu bleiben. Ich würde nochmal die Polizei auf, sie zurückzuziehen. Wir haben mit der Polizei gesprochen. Die Polizei will ihre Beamten zurückziehen. Deshalb bitten wir darum, dass dort hinten, wo die Auseinandersetzungen stattfinden, die Fronten sich trennen, dass dann die Polizei gehen kann. Wir werden sehen, ob sie ihre Zusage einhalten. Wir sind auch alle hier, um das zu überprüfen. Lasst uns gemeinsam und solidarisch gucken, dass wir diese schöne Veranstaltung, die wir bisher hier hatten, auch so zu Ende kriegen, dass wir hier gemeinsam heute Abend froh sein können, gegen die 8 demonstriert zu haben. Da wird die Polizei ja nicht reinkommen können. Und wir werden das hier aufarbeiten. Das, was hier geschehen ist, auch von der Polizei, das wird hier noch ein Nachspiel haben. Die Leute da lang kommen, nicht aus da lang kommen. Trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby. Come on. Doch noch mal hier hin. Auch nicht so von da. Sieht hier aus.
LKA und Verfassungsschutz rechnen auch in den nächsten Tagen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen sowie massiven Störe- und Blockadeaktionen des G8-Gipfels. Wir dürfen also gespannt sein, was sich hier im Camp der G8-Gegner innerhalb der nächsten Stunden und Tagen ereignen wird. Emil Schuh, TNC TV. Alors voilà, c'est le deuxième jour que je suis là. Il est quelle heure? 6h12. Bah, hier c'était une journée plutôt cool, on a bien bossé. Bonne équipe. Laurent il est relax, très relax. Et là je me suis pris ma petite douche ce matin à 5h du mat, il n'y avait personne, c'était bien crade. Et voilà, on a une longue journée qui nous attend aujourd'hui. Pour l'instant, ça se passe. Il faisait beau hier, il fait pas beau aujourd'hui, ça se voit direct. On n'a pas besoin de soleil pour faire la révolution. Big up. Ce que vous voyez là, c'est la Via Carlo Giuliani. En hommage au jeune homme de 20 ans assassiné à Gênes. Et comme vous pouvez le constater, la Via Carlo Giuliani donne sur la mer. Hallo? Die Steine flogen dann auch so über mich weg und so. Die haben es halt richtig abbekommen. Sowohl die Autonomen waren aggressiv, als auch die Polizei war alles deeskaliert. Anfangs versuchte man sich von mehreren tausend gewaltbereiten Autonomen aus Hamburg und Berlin, konnten die Konfliktmanager nicht verhindern. Im Stadthafen, im Ortsabschlussgebiet, eskalierte die Hier läuft gerade ein Protest, friedlicher wohlgemerkt, hier wird symbolisch die Ausländerbehörde blockiert. Was man jetzt nicht sehen kann hinter uns, aber wir sehen es auf der anderen Seite, ist, dass hier eine Menge Polizei auch aufmarschiert ist. Das scheint so ein bisschen deren neue Strategie zu sein, mehr Präsenz zu zeigen, würde ich jetzt mal so sagen. Glauben Sie, das ist hilfreich? Es ist so nur dann hilfreich, wenn sie sich doch auch, solange es keine Gewalttaten gibt, auch zurückhält und ja, höchstens in Sichtweite bleibt und nicht wirklich hier massiv auf die Demonstranten einwirkt, ganz dicht an Körper hier steht. Das Programm auf der Bühne lief während der Straßenschlacht weiter. Voilà, thank you. Some bread? Oh, garra. Okay, danke schön. Did you get any good pictures today? Wollen Sie lieber Deutsch reden? Oh ja. Gute Bilder sind für uns Bilder, die diesen Konflikt verständlicher machen. Okay, kurzer Shot nochmal. Emil Schuh, live von TNC TV mit dem dänischen Kollegen, wie ist Ihr Name? Christian Haudiersen. Christian Haudiersen. Ja, du liest ja Zeitung, Felix. Die Strategie der Spannung scheint zu funktionieren.
Ja, was schreibst du die Tage? Du musst da differenzieren, ne? 95% der Autonomen haben deeskaliert auf der Demo. Eure Titelseite war ja auch krass. Entschuldige ganz kurz. Rufst du mich gleich zurück, bitte? Ja? You just asked me what I was thinking about. We all see the same newspapers and it's always the same pictures. Young guys, they have their faces hidden and they just throwing stones, and that's what the people outside see. You know, the problem is if these riots were one day later or after the demo or something, we could say this is something apart, this is something on the edge, and you have nothing to do with it. But they started in the demonstration, in the rally, and so in the recognition, in the public recognition, this is part of us. I'm a little feared that it will escalate again. And the problem is that if it's now escalates, the police will crush us, and nobody will be angry about it outside. In der Vorbereitung dieser Demonstration gab es ja diesen Aufruf, diesen Konsens, dass die Demonstration eine friedliche Veranstaltung werden muss, an der alle teilnehmen können. Es gibt dann noch die Geschichte, die von vielen als Auslöser erwähnt wird, wo 2 harmlose Clowns von so einem Stoßtrupp aus der Menge herausgezerrt worden ist, wo geprügelt worden ist und so weiter. Da war keine schwarzen Kapuzen, keine Vermummung, es war nichts zu sehen. Sie sind einfach reingegangen und dann haben die Leute Folgendes gemacht. Die haben die umtanzt mit Fahnen, mit Peace-Fahnen und haben die Polizisten rausgeleitet. Wenn man auf Feuerwehrwagen Steine schmeißt, dann geht irgendwo der Sinn verloren irgendwo. Also Steine schmeißen um des Steine schmeißens willen, da sieht man halt, dass Gewalt sich auch sehr schnell verselbstständigen kann. Es ist eigentlich dann so, habe ich gestern beobachtet, dass der schwarze Block sich dann immer flüchtet in die friedlichen Demonstranten. Das Problem waren die anwesenden Gewalttäter, die ganz einfach, wer hat einen Steine geschmissen? Die Polizisten waren es nicht. Oder sie haben sich vorher schwarz angezogen. Das kann natürlich sein. Es wird hier immer vom schwarzen Block geredet. Also man muss, finde ich, auch mal positiv hervorheben, dass der schwarze Block war groß. Das waren vielleicht 10.000 Menschen und davon waren 8.000, 8.500 waren friedlich und haben sich nicht auf die Eskalation eingelassen. Also bitte seid vorsichtig, immer zu sagen, der schwarze Block. Ma mère, elle m'a appelé tout à l'heure. Elle me dit, ouais, il paraît qu'il y a des gens très violents dans les campings. Attends, excuse-moi, mais elle a dû l'entendre, tu vois. Donc ma mère, elle fait la déduction. Moi, je suis ici et il y a peut-être des gens violents dans les campings. Tu te rends compte, je veux dire, la déformation de la réalité. Parce que maintenant, j'ai l'impression que tous les gens qui sont ici ne se battent plus contre le G8, mais se battent contre l'image que eux donnent au reste du monde. Moi, je crois que les mecs, ce qu'ils devraient faire, c'est de sortir là dehors et puis de dire à tous les médias, parce qu'alors attention, aujourd'hui, on est allé au grand centre luxueux des médias, puisque on s'est fait servir du café bien chaud, du bon thé, des petits gâteaux, c'était extraordinaire, c'était un peu VIP style. Et alors là, la différence, tu la notes quand même. Les mecs, ils sont pas dans la réalité, ces mecs. Ces mecs, ils sont pas dans la réalité, ils viennent ici pour voir des images chocs, ils les ont, ils sont très contents avec ça, ils font les gros titres, la catastrophe, le gros désastre, manifestation sanglante et tout. Résultat, à l'extérieur, les gens, ils savent pas ce qui se passe ici. Dass es auf jeden Fall eine Person irgendwie von uns mitgehen muss? Oder ist er von Wir sind von der Presse AG selber darum. Ach so, nur noch mal Bescheid sagen. Okay, ja, ihr habt ja auch das rote Tuch, das habe ich gerade gedacht. Dann klar, ja. Ja, das ist so ungefähr in der Distribution glaube ich auch. Das ansprechen? Ja, aber halt auch beim zweiten Teil. Ja. Let me go. So. Hey, warten Sie doch mal. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Wir sind die Medien. Ist jetzt hier ein Heldenspiel oder was? Mach das, was du richtig hältst. Ja, ich sag ja auch nicht, dass du was anders machen sollst, aber es machen wir hier keine Heldenaktion, Alter. Deine Mama killt mich, wenn dir was passiert.
bin aus der Familie. Du bist doch so diplomatisch, du kannst es auch klar machen. Ich bin aus der Familie exkommuniziert, wenn du Scheiße baust. Das kann für mich selbst sagen. Quatsch, Mann. Ich bin hier der Familienälteste. Was ist eigentlich aus deinem Plan, in den Knast zu kommen? Bist ja sehr zurückgezogen. Das mache ich nicht mehr. Vorher am Telefon noch, ja, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme, ich komme in den Knast. PR-Aktion. Und jetzt bist du Mittwoch bei der Blockade. Jetzt müssen wir voll die Piesigen sein. Ich wollte Jetzt bist du Mittwoch bei der Blockade, wo es nach Samstag da zu sein hat, wo es sich gehört. Bist du einfach weg. Ja, ich muss im Fernsehen den Krieg führen auch. Fernsehen kannst du auch nachher machen. Nee, das ist eine Talkshow. Das sind 5 Leute. Hey guys. No. Mainly one uncle. But I think it's the wrong turn now to draw back. Because what you're doing is actually drawing back. Although you want to do something. But it's not what you actually planned to do for all this time. I believe we have to do more. You know, Hamid, I'm sorry to disappoint you, but you can't take the responsibility to put the people in danger. So, it's not a question of 3 people do something very cool, if this whole thing is a success or not. Yeah. No? Yeah, what counts is... I think it's not the question of if we do something, it's more the question what we do and what's best for the movement and best for the situation that has changed in the last days. Bon voilà. La situation, c'est difficile d'en parler, c'est difficile d'être objectif, il y a des avis différents. Et voilà, c'est pas des utopistes, je pense que c'est des gens qui aimeraient bien vivre dans un monde un peu plus équilibré, avec un peu moins d'inégalités, mais c'est des gens qui sont venus ici pour discuter, pour débattre, pour comprendre, pour avancer. Alors je connais pas le programme d'aujourd'hui, j'ai aussi quelques doutes par rapport au film, comme d'hab, parce que j'ai mon nom. Je fais pas ce film en tant qu'acteur, je fais ce film en tant que Carlos Leal. Et il y a certaines choses que je dis dans le film que Carlos Leal n'aurait pas forcément dites. Mais bon, on avance, on verra bien. Fiction, documentaire, who knows. Big up. How are you? Are you afraid? No, I'm not. Je suis né dans la répression, j'ai grandi dans la répression et je continue à vivre dans la répression et je suis convaincu que je mourrai dans la répression. Je pouvais être égoïste et dire écoutez, la politique c'est pas mon histoire, ce qui se passe dans la rue c'est pas mon histoire. J'ai dit non, putain, c'est pas mon histoire, c'est vrai, j'ai une vie de centre de Dieu, quelle vie aura mon enfant? Dans quel monde vivra mon petit-fils? Et c'est la question qu'il faut que chaque personne se pose. C'est bien que tu me dises ça, je vais être papa dans quelques mois. Et je pense que c'est surtout à nous de faire bouger les choses pour que l'avenir soit un petit peu plus acceptable pour les gens qui viennent derrière nous. Wir kennen alle Jean Ziegler als einer der Grand Old Men der Globalisierungskritik. Jean, du hast das Wort. Ich habe durch einen befreundeten Bundestagsabgeordneten ein Papier erhalten. Vom 17. Januar 2007. Wo die Bundesregierung dem Unterausschuss Globalisierung und Außenwirtschaft des Deutschen Bundestages vertraulich die skizzierte Tagesordnung für Heiligendamm mitteilt. Da steht im ersten Abschnitt, Afrika hat Priorität und dann kommt gleich darunter die dringlichste Problematik für Afrika, die der Gipfel lösen will, die Investitionssicherheit. Die Investitionssicherheit. Von
Hunger ist auf den 5 Seiten nicht die Rede. Von verseuchtem Wasser nicht die Rede, von den Epidemien nicht die Rede, von den von außen angezettelten Bürgerkriegen nicht die Rede. Jeden Tag auf diesem Planeten sterben 100.000 Menschen am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Letztes Jahr, nach World Food Report, ist alle 5 Sekunden ein Kind unter 7 Jahren verhungert. 854 Millionen Menschen, einer auf 6 auf dem Planeten, ist permanent schwerstens unterernährt. Und derselbe World Food Report der UNO, der diese Opferzahlen gibt, die nie bestritten sind, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Entwicklungsphase ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Wir sind 6,2 Milliarden Menschen auf der Welt. Es gibt keine Fatalität. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sind die Güter im Überfluss vorhanden. Es gibt keine Fatalität für dieses tägliche Massaker. Ein Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet. Die Herrscher der Welt, das sind heute die Oligarchien des transkontinentalen Finanzkapitals. Die 500 mächtigsten transkontinentalen Privatkonzerne haben letztes Jahr 52% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Es geht um ein System der strukturellen Gewalt. Sie können heute auf jedem afrikanischen Markt italienisches, französisches, deutsches und so weiter Gemüse und Früchte zur Hälfte oder zu einem Drittel des Preises äquivalenter Inlandprodukte kaufen. Und ein paar Kilometer weiter steht der afrikanische Bauer, rackert sich ab 15 Stunden am Tag und hat nicht die geringste Chance, auf ein anständiges Existenzminimum zu kommen. Die Agrardumpingpolitik, das Überfluten mit billig subventionierten Agrarprodukten der afrikanischen Märkte durch die Europäer, das kann morgen früh gestoppt werden. Wir können verlangen vom Deutschen, und der deutsche Finanzminister, der ist jemand, wir können von ihm verlangen, durch Mobilisation, durch demokratische Mittel, Wahlen, Appelle in der Presse und so weiter, dass er stimmt für die hungernden Kinder in Honduras, in Bangladesch, in der Mongolei und gegen die Interessen der Gläubigerbanken in Europa und in Nordamerika. Das können wir verlangen. Alle Missstände, empirisch, die hier aufgeführt werden im Programm des Gipfels, sind menschengemacht und können von Menschen umgestoßen und radikal reformiert werden. Merkels Limousine, dann schmeiß doch einfach einen Apfelsine, don't worry. Wir müssen jetzt raus, das ist wirklich schade, doch wir sehen uns wieder bei der Sitzblockade, don't worry. Zaun liegt unser Strand, darum leisten wir weiter Widerstand. Don't worry. Be happy. Das wäre super. Und wenn wir aus der Stadt rauskommen, mit der Demo Richtung Heiligendamm, das wäre großartig. Und ich bin sogar der Meinung, man muss mit der Polizei verhandeln. Dass es praktisch eine Demonstration ist, dass sie keine Berliner Einheiten abstellen dafür, dass wir eine Demo zulassen und dann, wenn wir ankommen, wenn von da aus noch kleine Aktionen losgehen, ist alles okay. Das ist alles überschaubar, ist kontrollierbar. Aber man hat an dem Tag nochmal das Gesicht gezeigt. Man hat sich nochmal gezeigt und wird nicht komplett auseinandergenommen und landet irgendwie vereinzelt im Knast.
Die Frage ist, setzen wir andere Bilder dagegen? Genau. Genau. Und dann ist halt das Ding, in der momentanen Situation stehen wir ziemlich schlecht da, das ist klar. Die Frage ist, kippt das Bild jetzt oder nicht? Und es ist halt in Genua gekippt, wo 100 Fiats gebrannt haben und wo eine andere Situation war als jetzt. So. Und es ist deswegen gekippt, weil es eine sehr breite Mobilisierung gab, die weiterhin den Protest aufrechterhalten gekippt, weil sie Carlo Giuliani erschossen haben. Okay, das wollen wir jetzt nicht unbedingt als Lösungsstrategie ansehen. Nein, eben. Weil die Polizei hat es einfach total übertrieben in ihrer Brutalität. Und es war offensichtlich, das sind faschistische Methoden. Das ist ja hier jetzt nicht der Fall. Hier ist die öffentliche Wahrnehmung, die haben eine friedliche Demo versprochen. Die Polizei hat Repression gemacht, aber die wollten noch eine friedliche Demo. Warum hauen die? Und auf einmal ist es doch nicht friedlich. Aber diese Wahrnehmung ändert sich nicht dadurch, indem Attac sagt, Gewalt geht von den Autonomen aus, die Polizeistrategie ist prinzipiell okay, sondern die öffentliche Wahrnehmung ändert sich dadurch, indem Attac und andere Akteure sagen, die Gewalt, die von der G8, die Gewalt, die von der neoliberalen Globalisierung ausgeht, ist ein riesiges Problem. Ja, Martin, entschuldige, lass uns bitte keine abstrakten Sachen reden. Was erwarten wir und was schlagen wir vor? Und ich glaube, das, was ich ursprünglich gedacht habe, dass die Polizei eine ganz hoch angezogene Handbremse haben wird, weil es die ganze Welt zuschaut, weil sie unter Druck sind, das ist völlig weg. Die sind nicht unter Druck. Schäuble ist in der Offensive. Und in der Situation, wo die in der Offensive sind, legt man sich nicht mit offensiver Aktion gegen so eine Militärmacht da draußen an. In dem Moment, wo du eine Übermacht gegen dich hast, wo du weißt, du verlierst, legst du dich mit denen nicht offensiv an, sondern du gehst einen Schritt zur Seite. Um was anderes ging es ja nie. Ja, wenn die Polizei da ist, gehen wir zur Seite und gehen da dran vorbei. Aber mit kleinen Gruppen über Polizeiketten durchgehen, das haut nicht hin. Il fait froid, il pleut. Demain, je suis censé repartir. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. On a presque terminé le film. En tout cas, on a presque terminé tous les plans qui sont prévus pour le film. Je suis un peu plus rassuré qu'hier. J'ai l'impression que ça avance. J'ai toujours des doutes
en ce qui concerne mon implication dans le film, à mon nom personnel. Il y a pas mal de buée là. Voilà, un peu plus clair. C'est ça l'info. Eh ben, je me réjouis de me prendre une bonne douche. Puis je me réjouis d'aller à la blockade. Die Anforderung der Polizei ist es, nicht unsere Personalien aufzunehmen, sondern zu gucken, was wir in den Rucksäcken haben. Und die Stichproben machen. Lasst uns bitte ruhig langsam weitergehen. Also ich bin jetzt hier, wie gesagt, in Admans Tage. Ja. Es sind, glaube ich, jetzt so 2000 Leute da und werden jetzt dann aufbrechen und in 5 Gruppen hintereinander, die sich dann seitlich aufsplitten, um die Polizeikette in die Länge zu ziehen, auf die Zufahrtsstraße nach Heiligendamm gehen und die dann mit Methoden des zivilen Ungehorsams blockieren, um den G8-Gipfel von seiner Infrastruktur abzuschneiden. Ich habe vorgestern Kitty gesagt, mach keine 5-Finger-Taktik. Das ist zu gefährlich. Heute sehe ich das anders. Heute sage ich, jo, machen wir. Da gibt es einen Handshake zwischen Merkel und Bush. Und danach wird noch stärker vertuscht. Ich kann schon hören, wie sie sich schlapp lachen, weil sie fürs Treffen bei Rostock sogar Stadtkassen platt machen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden. Und wir kommen, um euch wegzujagen. Das ist meine Message. Geht durch. Wer ist denn bei Ihnen der Einsatzleiter? Ich bin Die Anmelderin hier von der... Nein, die Anmelderin, die kam gerade eben nach hinten, die ist nicht so schnell nach vorne gekommen. Und mit der war besprochen, dass sie jetzt hier sozusagen da sind, sodass die Leute jetzt auch helfen. Was haben Sie denn jetzt? Hey, Fotograf, komm mal zurück. And there too. Wir müssen uns für einen entscheiden, dann müssen wir den nehmen. Liebe Leute, bitte bleibt beim Lauti-Wagen. Hey, jetzt immer der Fahne nach. Wir fragen, ob wir uns mitnehmen müssen nach vorne. Maybe just 2 minutes.
Nice to meet you. Encantado. Very nice to meet you. Encantado igualmente. Hi. Hi. David. What are you shooting? We're shooting about movements. What happened exactly in the camps? What happened Right exactly now, here? hanging behind the movement. Good luck. You better too. go. Good You're luck. right. Thank you very much. We Bye. will save you when you get into the thick of things. We'll come and rescue you. Okay. Bye. Where's Hamid! Hamid! So, we got a call from Radovik, and the people from Radovik are now in front of the tents. Die Aufforderung nochmals an euch, bitte lasst uns passieren. Wir sind eine friedliche Demonstration. Ein Handschuh. Sie werden nicht in Richtung Riedfisch weitermarschieren dürfen. Ich bitte Sie also umzudrehen und sich in Richtung Rostock zu entfernen. Lass uns so weiter, dann ziehen wir uns auf. Okay, aber wir bleiben auf der Straße sitzen, Wir bleiben auf der Straße. Die Straße ist unser Kopf. Ti dicono che dopo la strada non bisogna rimanere sulla strada. Okay, ihr Teil darüber, Teil. Die jetzt rechts laufen, wir hier nicht. Wir werden, falls nötig, unmittelbaren Zwang gegen Sie anwenden. Betreten Sie nicht die Straße. Bleiben Sie, wo Sie sind und bleiben Sie vor allen Dingen friedlich. Sag mal den anderen, wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen warten und Geduld haben. Da kommt noch ein großer Zug, da kommt ein Zug. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Geduld, wir bleiben einfach hier. Bleiben Sie, wo Sie sind. Gehen Sie nicht weiter. Bleiben Sie friedlich. Ende der Durchsage. Runter! Press. Diese Durchsage richtet sich nochmals an alle Personen auf dem Feld. Entfernen Sie sich in Richtung Südosten. Nicht Nordosten, ich korrigiere mich, Südosten. Es geht um die G8. Bleibt da. I will hit you, okay? Stay here and don't move, okay? When you move this way. Now, come on. We need not much, no more reason to speak this.
passing left of the blue finger and we are getting onto the road. This is the road where we wanted to get. This is the road that we have to block. Rot da lang, blau da lang. Ihr eskaliert die Situation, wenn überhaupt. Aber Ihr seid doch die Ursache dafür. ja, aber warum? Warum eskalieren wir die Sache? Ja, weil die Stress haben. Hör mal, guck doch mal. Meinst du, die halten die alle zurück? Kartoffeln! Ist doch Quatsch. Wo man viel trinken auf? Leute, hier eine kleine Durchsage. Wir haben unseren endgültigen Blockadepunkt erreicht. Großen Dank an euch. Fantastisch. Da hinten seht ihr die anderen, die ziehen weiter, die machen was anderes. Wir bleiben endgültig hier. Wir bündeln hier Kräfte. Bleibt einfach ruhig, alles ist cool. Ihr seid super. Entspannt euch. Geil. Natürlich ist diese Blockade auch deshalb verboten, weil sie hier die Straße blockieren und niemand mehr durchkommt. Andererseits sage ich hier natürlich auch, dass wir keine Räumung planen oder ähnliche Vollzugsmaßnahmen, sondern wir werden hier ausfahren, genau wie Sie. Allerdings muss ich Ihnen auch sagen, dass wir keine Versorgung oder Verpflegung zulassen, sondern die hierher gebracht wird, sondern Sie müssen, wenn Sie sich versorgen wollen, diese Blockade verlassen und sich dann in Richtung Nienhagen oder in Richtung Rostock entfernen. So, ein weiterer Hinweis, diese Durchsage kann ich leider nicht auf Englisch wiederholen. Ich bitte die des Englischen mächtig sind und übersetzen können, dass Ihren Mitstreitern, die das nicht verstanden haben, dann zu übersetzen auf Englisch, Französisch oder Italienisch. Schönen Dank. Tell me what democracy smells like. This is what democracy smells like. Tell me what democracy feels like. This is what democracy feels like. Tell me what democracy feels like. This is what democracy feels like. Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Ja Leute, das ist ja klasse, vielen Dank. Ja, kann jeder was spenden fürs Wasser? Ja. Stell's einfach hier hin, ja? Ja. Vielleicht mal ein Messer, dass ich meinen Kohlrabi schälen kann. Wo soll ich denn das Messer? Messer? Hast du mal hier gefragt? Hier hat keiner Messer Ja, dabei. hat keiner Messer dabei. Willkommen in Europa. Ausländer am Abschiebeknast ist doch ganz klar. Handschellen ab in die Lufthansa. Auf Wiedersehen. Weil sie dann halt nicht mehr garantieren können, dass der Konto einhalten wird. Bla bla bla, ist dann auch offiziell.
17 juin, 5e et dernier jour au campement Rostock. On a terminé le film. Hier, on a shooté tous les plans qu'il fallait. Hier, on était à cette incroyable blocade qui a fini par un succès. Et aujourd'hui, dans à peu près toute la presse allemande, il y a des articles positifs, puisque hier, environ 10 000 manifestants ont réussi à bloquer tous les accès au sommet du G8, avec des manières plutôt pacifistes. Quoi dire de plus? C'est mon dernier jour, c'était une très belle expérience, c'était vraiment cool. Je suis crade, j'ai besoin de prendre une sacrée douche. J'ai chaud. Et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'instructif, disons, pour ceux qui ne comprendraient pas tout à fait ce qui se passe ici. Voilà, sans aucune prétention. Mais en tout cas, c'était mortel, c'était kiffant. Ciao. Finger machen eine Hand. Das war Emil Schuh live von TNC Total News Communication TV. Es wäre besser, wenn es gar nicht mehr diesen Gipfel in dieser Form gäbe. Fine? Very fine. It's German culture. Peace. Yep. Bye. Gestern in der Talkshow gab es auch so ein Telefon, wo Leute anrufen konnten. Der eine, der Inder soll nicht so viel über Deutschland meckern. In Indien gibt es mehr Probleme. Angeber, Poser. Die halten hier die Stellung, ey. Ich mach da Propaganda. آره بعد خلاصه اینا گرفته شد پلیس خب یکم زد. So eine Fehleinschätzung hatte ich, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr. Ich dachte nämlich, die Polizei knüppelt uns zusammen vor 3 Tagen. Also nach dem, was am Samstag passiert ist, nach dem, was ich geguckt habe, was in den Medien abläuft und auch teilweise Angst der Leute hier und so bei uns, dachte ich mir, oh, nee, das können wir nicht machen. Ich dachte völlig falsch. Yeah.